Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde State of Survival. Schön, dass du wieder dabei bist. Bevor ich jetzt hier direkt in das Thema einsteige, es soll ja darum gehen, was ist so die Allianz und wie verschiedene Allianzränge, was kann man da alles so machen, denn das ist ja ein Spiel, wo man in einer Gruppe doch sehr viel stärker ist und besser vorankommt. Bevor es hier losgeht, aber erstmal ein fettes Dankeschön. Das ist echt Wahnsinn, was da für Feedback kommt. Das sind ja so meine ersten Versuche jetzt hier auf YouTube so ein bisschen Action zu machen, ein paar Videos zu drehen. Ich versuche mich hier mit Videoschnitt und mit Audioaufnahme und sowas alles ein bisschen aus. Und ja, die ganzen Daumen hoch und das positive Feedback, aber auch die Tipps, die ihr mir gegeben habt, die sind super. Das macht richtig Spaß weiterzumachen und deswegen vielen, vielen Dank. Und damit legen wir es los in das nächste Video. Um in State of Survival überleben zu können, also nicht immer die Angst zu haben, sofort angegriffen zu werden, wenn du mal vergessen hast, dein Schild anzumachen zum Beispiel, ist es sehr hilfreich, wenn du dich in einer Allianz zusammenschließt. Dann kannst du auch bei Events besser punkten, das heißt zum Beispiel beim Bunkerkampf, beim Hauptstadt-Event, was ich ja in dem letzten Video vorgestellt habe, oder auch bei anderen Sachen. Und dazu gehe ich mal unten rechts auf dieses Allianz-Symbol. Und das ist diese Oberfläche, die könnt ihr sehen, das ist meine Allianz, hier Crazy Bacon, das passt ganz gut, weil wir ein ganz schön verrückter Haufen sind. Und man kann unten links auch sehen, dass wir momentan in unserem Start Platz 1 sind, das schwankt aber immer mal wieder ein bisschen. Die Mitgliederanzahl kann man sehen, welche Sprache, das kann der Allianzführer einstellen. Auf oben rechts gibt es so eine Möglichkeit, Gruppennachrichten für alle zu hinterlassen. Wenn gerade zum Beispiel jemand offline ist oder eine andere Zeitzone hat, habe ich da jetzt gerade auch was reingeschrieben. Könnt ihr sehen, dass sie bitte ihre Gruppennachrichten lesen sollen und wer unsere Verbündeten sind, damit die nicht einfach angegriffen werden. Ja, und ich möchte jetzt hier so ein bisschen mal drauf vorstellen, was man in dieser Allianz vor allem machen kann, dass es zum Beispiel unten so einen Shop gibt, wo man Sachen kaufen kann, aber auch, ich möchte vor allem in diesen Mitgliederbereich reingehen, denn hier habt ihr vielleicht schon mal gesehen, hier gibt es so verschiedene Stufen, R5, R4, R3, was bedeutet das eigentlich und was steht dahinter? Wie bei den ein oder anderen Event gibt es in diesem Bereich oben rechts das Fragezeichen, das immer sehr hilfreich ist, um hier mal irgendwie dazu rauszukriegen, was ist in dem Event gerade zu tun oder eben hier auch, um sich mal anzuschauen, was heißen diese verschiedenen Ränge. R5 ist der Allianzführer. Da könnt ihr sehen, der kann also hier zum Beispiel dieses Logo ändern, der kann den Namen der Allianz ändern, die Leitung übertragen und es kann immer nur einen geben, der ganz oben ist. Und R4 ist dann die nächste Position, sozusagen deren Helfer, die dann auch zum Beispiel Leute kündigen können, kündigen, rausschmeißen oder einladen, die den Shop ausfüllen können. Oder auch die Mitteilungstafel bearbeiten, also das, was ich vorhin gerade gezeigt habe mit dem Text, wer unsere Verbündeten sind. Und wir führen diese Allianz recht demokratisch, deswegen haben wir R4 und R5 auch gleich benannt. Also ihr könnt euch selbst überlegen, wie ihr diese Titel benennt. Und damit das für alle klar ist, dass wir eigentlich alle die Chefs sind, also haben wir beide R5 und R4 beide Boss genannt und hier bin ich ja auch mit bei, das heißt, wir haben so eine eigene Chatgruppe, das auch zu empfehlen ist, entweder nutzt ihr zum Beispiel Discord oder Line oder etliche andere Chats, die es da gibt, auch Sprachchat ist manchmal ganz nett, zum Beispiel fürs Wasser-Event. Und hier könnt ihr sehen, wir machen meistens Abstimmungen, es sei denn, es geht nicht anders. Und dann haben wir hier also die beiden oberen Führungsbereiche. Und darunter haben wir uns überlegt, ja, wir nutzen das so ein bisschen als ein Belohnungssystem. Das heißt, die regelmäßig bei Events mitmachen, zum Beispiel beim Bunkerkampf auch dann Ports benutzen, die sind in der Event-Queue drin. Die werden auch bevorzugt, wenn zum Beispiel das Wasser-Event ansteht und dann man entscheiden muss, wer macht mit, denn 30 können ja maximal registriert werden, plus 10 Reservisten. Dann die R2, die nicht ganz so aktiv sind, aber mitmachen. Und als R1 sozusagen die Danger-Zone, wenn zum Beispiel irgendwas schiefgelaufen ist oder der ist seit einer Woche nicht online gewesen und hat sich nicht gemeldet. Also zum Beispiel in einem Urlaub ist das natürlich kein Problem. Dann sagt man kurz Bescheid. Dann haben wir die R3, die R1-Zone, da ist momentan keiner drin. Ja, und R0 ist nur für eine Anfrage. Das heißt, wenn irgendjemand in unsere Allianz rein möchte, dann taucht er hier bei 01 auf. Ein weiteres ganz nettes Feature ist, dass man den Online-Status als R4 oder R5 sehen kann. Das heißt, hier oben steht gerade, 7 von 82 sind online und Vaco war vor 5 Minuten das letzte Mal eingeloggt. Das können nicht alle sehen, das ist für die Führung ganz praktisch, wenn man sieht, aha, da wäre jemand 2 Wochen nicht eingeloggt, dann kann man den vielleicht mal in diesem Chat oder so anschreiben oder gegebenenfalls, wenn man das nutzt wie wir, eine Stufe runterstufen, um kenntlich zu machen, okay, der ist jetzt nicht mehr so aktiv.
Als nächstes möchte ich euch mal in den Bereich Verwaltung mitnehmen, denn hier kann man auch die ein oder andere praktische Sache machen. Zum Beispiel in dem Protokoll nachschauen, wer hat denn als letztes wen angegriffen. Das kann man hier sehen. Wenn ihr also zum Beispiel jetzt 2 Tage offline wart und irgendwie mal nachschauen wollt, wer hat euch dann in der Nacht angegriffen, oder hier kann man auch sehen, dass IB einfach um nachts 2:30, zumindest hier unserer Zeit, er hat glaube ich eine andere Zeitzone, einfach hier ein paar Farmen angegriffen hat, oder auch im Personenbereich kann man schauen, wer ist dann als letztes in die Allianz reingekommen oder wer wurde hier befördert. Bei den Neuigkeiten kann man sehen, welche Gebäude wurden denn gebaut oder zerstört. Und hier der Allianz-Laden vielleicht noch, kann man sich anschauen, okay, wer hat dann als letztes in diesem Allianz-Shop was abgeholt? Und den schauen wir uns jetzt mal als nächstes an. Und zwar finden wir den, gehe ich auf Allianz zurück, hier unten rechts gibt es Laden. Da habe ich gesehen, der unterscheidet sich auch zu den neueren Staaten. Also ich bin ja auf Start 21 unterwegs und da habe ich gesehen bei ein oder anderen Videos, die ich mir auf YouTube angeschaut habe, dass die neuen Staaten ein bisschen anders aufgebaut sind. Also schaut, dass es nicht 1:1 das gleiche ist, denn ich bin ja auf einem älteren unterwegs. Ich glaube, da gab es ein paar Updates. Der grundsätzliche Aufbau ist aber noch gleich. Es gibt also diesen oberen Bereich, wo man die Silbermünzen hat, und diese Silbermünzen sammelt ihr ja mit zum Beispiel täglichen Aufgaben oder wenn ihr bei Events mitmacht, zum Beispiel wenn ihr auch für die Allianz spendet. Und dann gibt es das Lager. Auf das Lager haben R4 und R5 Zugriff, um diesen Shop aufzufüllen. Das heißt, ich gehe nochmal in den Shop zurück und ihr könnt jetzt sehen, hier zum Beispiel bei dieser Friedenskuppel, dieses Standard 8-Stunden-Schild, da haben wir jetzt 336 zum Kauf zur Verfügung. Und wir haben ein Lager, wo ich jetzt diese Anzahl erhöhen könnte. Und für dieses Erhöhen braucht man Gold. Das gibt es auch wieder bei Events, oder wenn ihr spendet, könnt ihr hier oben sehen, wir haben also recht viel Gold übrig. Und jetzt könnte ich diese Kuppel auswählen und ich sagen, ich kaufe jetzt... machen wir mal 50, kostet ein bisschen über 1 Million. Das wurde uns hier jetzt abgezogen und im Shop wurden jetzt hinzugefügt und jetzt haben wir hier 386. Sorgt dafür, dass der Shop immer gut gefüllt ist, gerade hier Teleporter, die sind relativ teuer, die sind wichtig, dass sie drin sind, aber auch so Schutzschilde oder so Beschleuniger, wie so Talentzurücksetzung, das was ich in den Krieg der Staaten-Event ja benutzt habe, um hier die ganzen gesammelten Sachen bestmöglich zu nutzen. Dafür müsst ihr auch ab und zu mal euer Talent zurücksetzen und das kann man auch hier gut aus dem Shop kaufen, ohne dafür irgendwelche BIOS oder sowas ausgeben zu müssen. Damit das Video jetzt nicht zu lang wird, stelle ich euch nicht alles vor, aber so 2, 3 Sachen möchte ich noch mal drauf eingehen. Und zwar gehen wir jetzt hier nochmal zurück auf die Hauptansicht und hier unten links die 4 Kästchen möchte ich nochmal durchgehen, beziehungsweise 3, denn beim Laden waren wir gerade schon. Zum einen gibt es hier die Zeithilfe. Und hier könnt ihr euren Leuten, die jetzt zum Beispiel irgendwas bauen oder hier könnt ihr sehen, Truppen heilen möchten, unterstützen. Und damit kriegt ihr auch ein bisschen Silber. Es war gerade ein bisschen schlecht zu sehen, aber hier diese Silbermünzen sind gerade ein bisschen mehr geworden, indem ihr euren Allianzmitgliedern helft. Dann gibt es noch den Bereich Heldenunterstützung. Hier könnt ihr einen Helden von euch zur Verfügung stellen für diese Heldenaufforderung. Ich weiß gerade gar nicht genau, wie das heißt. Zumindest... Doch, ich gucke noch mal kurz nach. Ich nehme mal kurz mit. Wir gehen mal in meine Stadt rein. Was ich meine ist das hier, Erkundung. So, jetzt habe ich es, genau. Also für diese Erkundung, da könnt ihr, wenn ihr eins auswählt, sagen, ihr wollt hier eine machen. Und dann schlägt er euch hier ein Held vor, wenn ihr sagt Autoauswahl. Und dann gibt es hier dieses grüne Handsymbol. Und das heißt, dieser Held, der mir hier jetzt zugewiesen wurde, steht hier auf der rechten Seite von Böse Onkels, den könnte ich jetzt einmalig hier pro Tag für diese Helden-Erkundungsfahrt benutzen. Und da habe ich auch einen Held von mir reingepackt. Und davon profitieren dann alle. Und wenn irgendjemand euren Held benutzt, dann bekommt ihr auch wieder Silbermünzen dafür. Die habe ich heute schon abgeholt. Deswegen könnt ihr das nicht mehr sehen. Aber ihr könnt hier sehen, wer hat meine Jolie benutzt. Und das ist hier einmal Kraken, Dudi und Dekan, die das letzte Mal mein Held hier benutzt haben. Gehen wir aus dem Bereich nochmal raus und schauen uns die Allianz-Kiste ganz rechts unten nochmal an. Und hier gibt es 2 Bereiche.
einmal die Allianz Geschenkkiste und die Infizierten Energiekiste. Naja gut, die sind fast die gleichen. Was ist der Unterschied? Das auf der rechten Kiste heißt, wenn irgendjemand bei euch ein Paket kauft im Spiel, dann profitieren alle Allianzmitglieder davon. Und hier gibt es verschiedene Kisten. Ihr könnt sehen, eine 40er-Kiste oder eine 100er-Kiste. Wenn man darauf klickt, kann man, glaube ich, auch sehen, was da drin ist. Genau, es gibt immer eine Zufallsbelohnung. Und zum Beispiel sind da Biocaps drin oder Beschleuniger. Und die andere Seite sind die, wenn ihr normale Raids macht, zum Beispiel auf Fanatiker oder auch wenn ihr diesen, wie heißt der denn, Travis, mir fällt gerade nicht ein, diese Rallye macht, um diesen Travis zu bekommen, dann kommt ihr auch hier rein und dann klickt ihr unten einmal auf alles anfordern und dann könnt ihr sehen, ich habe hier Beschleuniger für bekommen und diese anderen Kisten muss man einzeln anklicken, aber die geben ihm auch ein bisschen mehr. Zum Beispiel hatte ich jetzt hier gerade Ressourcen. Das soll es erstmal für einen kleinen Einblick gewesen sein. Es gibt noch ein paar mehr Sachen, zum Beispiel den Allianz Showdown oder auch in dem Bereich Verwaltung. Wenn ihr da noch was genauer zu wissen wollt, schreibt es in die Kommentare, dann mache ich dazu gerne nochmal ein weiteres Video. Sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag, kommt gut in die weitere Woche und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis bald.